ist derselbe internationale Strafgerichtshof, von dem Tedros Adhanom im Jahr 2015, als er Außenminister Äthiopiens war, mit 53 weiteren afrikanischen Ministern der Afrikanischen Union forderte, dass amtierende Staatsoberhäupter der Afrikanischen Union nicht vor den Internationalen Strafgerichtshof gestellt werden sollten. Hintergrund war ein Verfahren gegen Kenias Präsidenten auf der Anklagebank und wegen Rassismusvorwürfe gegen den Internationalen Strafgerichtshof. So, und bei Folgendem bitte weiterhin zuhören, denn es geht um den Menschen, der möglicherweise alleinige Entscheidungsbefugnis über dein, über mein, über unser aller Leben erhalten wird. Bleiben wir im Jahr 2015, als Tedros Adhanom Straffreiheit für afrikanische Angeklagte forderte. Im November 2015 bis Mai 2016, als Tedros Adhanom Außenminister der TPLF-Führung war, haben äthiopische Sicherheitskräfte der TPLF bei weit verbreiteten Protesten mehr als 400 Demonstranten und andere Menschen getötet und Zehntausende weitere verhaftet. Was von verschiedenen internationalen Hilfsorganisationen angeprangert wurde. Human Rights Watch führte Interviews mit betroffenen Demonstranten, Passanten und Opfern und dokumentierte Misshandlungen und Tötungen sowie schwere Verstöße gegen das Recht auf freie Meinungsäußerung innerhalb einer friedlichen Versammlung. Human Rights Watch hat ein Video der schrecklichen Ereignisse veröffentlicht, ab 18 Jahre und nur für starke Gemüter, zu finden über die Videobeschreibung. Ebenfalls im Jahr 2015, dem Jahr davor und dem Jahr danach gab es von mehreren internationalen Hilfsorganisationen Berichte über Massaker an der Zivilbevölkerung und über vermehrte Kindesentführungen, die von organisierten Banden in Nigeria, Elfenbeinküste, Uganda, Kamerun, Somalia, Äthiopien und anderen afrikanischen Ländern durchgeführt worden sind. Die Kinder wurden nicht nur als Soldaten geopfert, sondern auch Opfer von Sexualverbrechen und für Adoptionszwecke missbraucht. Die Zahl über die immer noch vermissten Kinder belaufen sich in die Zehntausende und Experten sprechen von einer hohen Dunkelziffer. Verzeiht mir, wenn ich einige Wiederholungen einarbeite, aber genau das ist das Prinzip, womit die Medien arbeiten. Zurück zu Steinmans Beschwerde an den Internationalen Strafgerichtshof. Gegenstand davon ist, dass Tedros Adhanom als äthiopischer Beamter in der Partei der TPLF an der Führung der äthiopischen Sicherheitskräfte beteiligt gewesen war, die Äthiopier willkürlich festgenommen, gefoltert und getötet haben. Die Nachricht erschien auf der Titelseite der London Times und sorgte erstmal weltweit für Aufsehen in den Medien. Danach kehrte wieder das große Schweigen ein. Tatsachen zu verschweigen, zu kaschieren und herabzuspielen oder halt auch gegenteilige Expertenstimmen zu diskreditieren, ist eine effektive Form der Beeinflussung und Manipulationen. Und je höher die Verdächtigungen steigen, umso tiefer das Schweigen. Zum Glück gibt es ehrgeizige Menschen, die an ihrem Wissen und an ihren Erfahrungen festhalten, wie David Steinman, der im September 2021 wiederholt eine Erklärung herausgab, in der er vor der Wiederernennung des WHO-Chefs warnte. Er sagte,
Die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Pandemie während einer erneuten Amtszeit des Generaldirektors liegt bei etwa 1:6, wie beim russischen Roulette. So sagt Steinman. Er wurde für seinen Beitrag zur Beendigung der 27-jährigen TPLF-Diktatur in Äthiopien im Jahr 2019 für den Friedensnobelpreis nominiert. Seine vollständige Stellungnahme zur Beschwerde und weitere Verlinkungen zu meinen Aussagen findet ihr über die Videobeschreibung. Es ist spannend, sich außerhalb Deutschlands anzuschauen, was sonst noch in der Welt berichtet wird. Hierbei halt über die WHO und Tedros Adhanom. Da kommt einem die BRD wie so eine kleine Nussschale vor, die so über den Ozean der Ereignisse hin und her schaukelt.